Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und bevor das Video richtig startet, nochmal eine kleine Ankündigung. Und zwar wird es nochmal einen allerletzten Legendary Dungeon Livestream geben. Und zwar morgen ab 16 Uhr bis 19 Uhr. 17, 18, 19, 3 Stunden lang wird das Ganze gehen. Wir werden eine kleine Challenge machen. Und zwar habe ich vor, auf meinem Main noch ein paar Dungeon Grinds noch zu machen. Ein bisschen Gold Farm, pipapo. Und wir werden mal rausfinden, mich interessiert selbst, wie viel Gold schaffe ich es innerhalb von 3 Stunden zusammenzufarmen im legendären Dungeon plus Hexen-Event, was ja momentan noch ist. Ja? Dadurch, dass der legendäre Dungeon bei mir ja schon ein bisschen früher schließt, und zwar am Sonntag um 20 Uhr, werden wir halt die letzten Stunden vom legendären Dungeon noch begleiten. Wie gesagt, der Stream wird morgen um 16 Uhr starten und geht bis 19 Uhr. Ja, also 3 Stunden könnt ihr live dabei sein und dann werden wir schauen, was wir so erreicht haben innerhalb von den 3 Stunden. Ne? Das auf jeden Fall dazu. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt und live dabei sein wollt, schaltet morgen gerne ein hier auf YouTube. Ansonsten habe ich eine sehr, sehr coole und nützliche Liste bzw. Übersicht bekommen vom lieben Dein Nachbar. Ja, der hatte mir hier ein paar Informationen auf Discord zugeschickt und die möchte ich euch sehr gerne vortragen, da wir ja gestern den höchsten Spieler der Welt ermittelt bzw. nochmal so ein bisschen präsentiert haben, hatte mir dein Nachbar dann nochmal eine Liste zukommen lassen mit einmal eine Liste der höchsten Spieler weltweit, die Top 120 höchsten Spieler weltweit und dann einmal die Top 120 besten Spieler von den Skillpunkten her. Ja? Und als kleines Extra, als Schmankerl sozusagen, gibt es dann noch die Top 30 mit den höchsten Edelsteinen im Main-Equipment. Ist vielleicht auch ganz interessant. Falls euch das Ganze hier interessiert und falls euch das Ganze gefällt, irgendwie mal öfter so eine Listen sehen wollt oder das mal so ein bisschen regelmäßiger wieder am Start sein soll, dann lasst dem Daumen gerne ein Video nach oben da und dann können wir hier auch schon direkt durchstarten. Ja, wir fangen an und zwar geht es los mit den höchsten Spielern momentan, ja, die Top 120, vielleicht seid ihr ja dabei, falls ihr dabei seid, schreibt es gerne in die Kommentare, ne? Und da sehen wir jetzt halt hier als neuestes den Atze ganz oben zu stehen, der hier 30 Level gemacht hat. Hier oben sehen wir auch den Zeitraum. Und ja, dadurch, dass er hier seine Dungeons genommen hat, hat er eben halt Dr. Darm überholt. Dein Nachbar hatte mir noch dazu geschrieben, dass wir ein Augenmerk auf Shadow CZ von S2 Tschechien halten sollen. Der ist auf Rang 25. Ist er auf Rang 25? Ja, da ist er hier. Und zwar hat er laut Sammelalbum fehlen ihm wohl noch 27 Bilder. Ja, das könnte man halt eben mal 2 nehmen für die Licht- und Schattenwelt. Das heißt, Shadow CZ, wenn der eines Tages hier seine Dungeons nimmt, dann könnte er vielleicht eines Tages wirklich dann auch der höchste Spieler sein. Momentan ist es gerade der Atze vor Dr. Darm, dann kommt Meister. Hier haben wir, wie gesagt, die Stufen am Stissel, ne? Und hier haben wir auch schon unten den Ignil, der ja auch noch ein paar Dungeons offen hat. Keine Ahnung, wer hier noch alles, ja, noch ein paar Dungeons offen hat. Hier haben wir zum Beispiel deinen Nachbar, Grüße gehen raus, der hier die Liste erstellt hat. Ja, und hier sehen wir halt eben, was die Leute an Level gemacht haben in der Zeit, beziehungsweise welches Level sie sind, auf welchen Server sie spielen und was dabei dann an XP so rumkam, ne? Sehr interessant das Ganze. Dann geht es hier weiter. Einmal mit den höchsten Spielern weltweit und danach geht es dann direkt weiter mit den höchsten Base-Stats. Ne? Also die stärksten Spieler sozusagen nach Base-Stats geordnet. Ist vielleicht auch ganz interessant zu erwähnen. Wenn die internationale Ehrenhalle mal funktionieren würde, dann sage ich es auch immer wieder, spiegelt sie ja nicht das wider, was sie eigentlich ist, da es ja auch sein kann, dass vielleicht 2 starke Spieler auf demselben Server spielen, aber nur einer von dem Server jeden Tag in der internationalen Ehrenhalle vertreten ist, beziehungsweise die den Kampf um Platz 1
für den Einzug in die internationale Ehrenhalle spiegelt halt eben nicht diese hier alle starken Spieler wider, sondern halt eben nur die es an dem Tag geschafft haben, in den Server beziehungsweise in die Liste hier reinzukommen. Ne? Deswegen können ja aber trotzdem mehrere stark auf einem Server sein. Ja, und das Ganze sieht man dann hier gleich nochmal geordnet nach den Base-Stats, ne, nachdem wir hier mit den Leveln hier durch sind. Ne, vielleicht kennen wir hier noch den einen oder anderen, den Umbums. Klar, DFPS sagt mir auch was. Das ist ja hier der auch Basispunkte technisch richtig am Rasieren ist. Ja. Und hier haben wir sogar den Ceph von S31. Holy shit. Mit 632 befindet er sich hier auf Platz 90 auf meinem Main-Server. Ja. Auf S31, hier auch in der Liste vertreten. Das freut mich natürlich sehr. Ich hoffe eines Tages, dass ich auch irgendwo mal in irgendeiner Liste vorkomme. Das wäre sehr cool. Dafür grinde ich jeden Tag. Dafür versuche ich jeden Tag mein Bestes rauszuholen. Und ja, vielleicht ist es eines Tages soweit, dass wir auch mal irgendwo vorkommen. Ne? So, jetzt kommt der interessante Part auch nochmal. Und zwar, nachdem wir die XP-Spieler durch hatten, kommen wir zu den Gold-Spielern, beziehungsweise die am meisten Base-Stats haben. Und das ist hier die Liste, die Top 120 Spieler geordnet nach den Basispunkten, die wir hier in Gelb markiert sehen. Ne? Und auch hier, wie gesagt, Dankeschön an deinen Nachbar, dass er das Ganze hier erstellt hat. Wir sehen hier, dass Strider momentan echt gut weit vorne ist, vor Scythe noch, ja, und bei Scythe ist ja ein Magier, ne? Hier sehen wir die ganzen Klassen, bei Scythe waren wir ja auch schon mal im Account drin, ne? Das gibt es ja mittlerweile auch auf meinem Kanal, das Video steht ja zur Verfügung, da waren wir ein paar Mal drin schon, bei Viper waren wir schon ein paar Mal im Account drin, deswegen Grüße gehen raus an euch, vielen lieben Dank nochmal, dass ihr das Ganze mitmacht, ja, und das dann quasi der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, ja, mal eure Accounts aus erster Sicht zu betrachten. Ne? Wir sehen hier, wie gesagt, die Basispunkte sind hier richtig krass am Start. Strider hier mit der absoluten 50-50-Skillung hier als Scout hier unterwegs, ne? Sehen wir hier auch übrigens noch wieder den Zeitraum und was sie hier auch an Level gemacht haben in der Zwischenzeit. Ne? Und hier sehen wir halt die zusammen summierten Basispunkte. Ne? DFPS hier mit seiner Drop-Taktik sich in der Ehrenhalle droppen lassen, dann sich hochfarmen, das Beutegold quasi nehmen. Damit hat er auch richtig gut Skillpunkte dazu gewonnen und ist auch nicht ohne Grund jetzt hier auf Platz 4. Krass, dass sich Viper auch hier mit seinem Playstyle, der ja nicht Pay to Win ist, noch trotzdem so gut oben hält. Das ist halt eben die Ausdauer nachher. Nachteule, der als erstes überall durch die Dungeons durchgerusht ist, beziehungsweise als allererstes Zeus in der Schattenwelt geschlagen hat. Ne? Also wir haben hier schon sehr krasse Kaliber am Start. Ne? Ansonsten hatte dein Nachbar noch dazu geschrieben, Viper hat als 102. Spieler die magische Gold-Cap-Levelgrenze von 632 wohl als erstes geschafft, also das nochmal zur XP-Liste so ein bisschen. Und Rang 112, auch in der XP-Liste, hatte sich wohl gelöscht. Ja, warum auch immer. 112. Hier. Scratchy? Der sagt mir auch irgendwas, der Name. Scratchy? War das nicht dieser Magier gewesen? Nee, Warrior. Gut, aber der Name sagt mir, also kommt mir sehr bekannt vor. Ja, Rang 112. Ist hier auch rot markiert. Ja, also falls da jemand was weiß, auch sehr gerne. Also das kommt mir sehr bekannt vor, der Name. Keine Ahnung. Ja, ansonsten hier sehen wir auch sehr viele Leute, sehr viele bekannte Namen, die man überall schon mal gelesen hat, die man schon mal überall gehört hat, von den Basispunkten her. Natürlich alle sehr, sehr knapp beieinander. Ne? Die Liste ist übrigens von heute Nacht quasi, kann man so sagen. Ne? Also die ist schon sehr aktuell, kaum outdated und daher kommt das auch alles so ungefähr jetzt zeitgleich hin. Nachdem ich das aufnehme, Derafin hier von den Skillpunkten her auf Platz 48, ist hier auch noch gut am Rasieren. Ne? Grüße gehen raus an der Stelle auch nochmal. Und wenn wir gleich bei Derafin sind, ne, dann kann man das ja auch hier gleich nochmal zeigen. Der neue Server startet ja. Da spielt wohl Derafin auch mit und der Derafin bekommt jetzt auch endlich seinen eigenen Avatar. Ja, das ist natürlich auch sehr nice. Ne? Und hier kann man dann zwischen 3 Avataren aussuchen. So war das ja bei mir damals auf W50 auch gewesen. Und ich würde mich entscheiden. Also,
ja, zu Dera passt irgendwie am besten, muss ich sagen, der Gesichtsausdruck. Ich weiß nicht, das schildert irgendwie den Gesichtsausdruck von Derafin wieder. Deswegen meine Stimme geht auf jeden Fall dahin, obwohl die anderen auch nice aussehen, muss ich sagen, aber irgendwie das passt am meisten zu ihm. So, das ist irgendwie Dera. Irgendwie ist das Dera, ja. Also es ist alles Dera, aber das ist am meisten Dera, ne? Falls du das sehen solltest, fühle dich auf jeden Fall auch gegrüßt, ne? An der Stelle. Und ja, hier kommen wir weiter von den Basispunkten her. Ich bin da natürlich noch nirgendwo irgendwo vertreten, bin aber am Aufholen. Hier ist zum Beispiel Dr. Dahm, ja, auf Platz 84 von den Basispunkten her, ne? Und ja, ich werde so langsam aber sicher auch meinen Weg nach oben bahnen. Hier haben wir zum Beispiel C-Spec auf Platz 120 noch, das ist ja der Cotti, ne? Der Community Manager, der spielt hier auf S1 mit Viper in der Gilde und ist hier auch auf Platz 120 von den Skillpunkten her mit Level 627 natürlich auch schon stark dabei. Ja, ansonsten haben wir hier, falls das die Leute interessiert, nochmal so ein bisschen als kleines Extra die Leute, die hier die stärksten Edelsteine am Start haben, beziehungsweise, das kommt so hin, die mit dem besten Edelstein im Main-Equipment, so hatte mir das hier der Nachbar geschrieben, die Top 30, und wir sehen hier schon, die Gems sind ordentlich am Ausrasten, vor allen Dingen bei Furaken hier, sehr, sehr krass, und hier sehen wir schon 2203er Gems, das ist natürlich auch eine extrem krasse Leistung, wenn ich das Ganze so vergleiche mit mir, wo ich momentan bin mit meinem Account. Da sehen wir hier, da kommen wir noch nicht mal an die 2100 ran, ne? Und ich habe meine Mine jetzt mittlerweile auf 93, ja. Und mir fehlt noch ein bisschen was, ich habe noch ein bisschen Potenzial auf jeden Fall. Aber ja, das braucht auch noch ein bisschen, ne? Leute, falls euch das Ganze gefallen hat und ihr das Ganze irgendwie interessant fandet, könnt ihr das mich sehr gerne wissen lassen. Dann kann man da so vielleicht auch mal so eine kleine Regelmäßigkeit reinbringen, falls der Nachbar da Lust zu hat oder er das so oder so irgendwie führt, dann kann man das immer mal wieder zeigen. Das hatten wir, glaube ich, bei Strider damals mal eine Zeit lang immer gemacht mit den Listen, ne? Und lasst es mich wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Denkt an morgen. Morgen geht's los um 16 Uhr der Stream. Bis 19 Uhr 3 Stunden Leggy Grind und es wird nichts anderes geben. Es wird keine Alu-Geklicke geben. Das werde ich alles vorher machen. Wir starten den Stream und gehen direkt rein in den legendären Dungeon. Ja, das ist das Ziel, das ist meine Mission und wir werden schauen, was wir da zum Hexen-Event an Gold so generieren können. Ist vielleicht ganz interessant, ne? Und ja, das soll soweit von mir gewesen sein. Ich wünsche euch was, wir sehen uns morgen im Livestream, haut rein und bis zum nächsten Mal.